Schon im zeitigen Frühjahr 2012 waren ungewöhnlich viele Stichlinge im Bodensee zu sehen. Mit Beginn der Laichzeit Ende Mai waren die guten Plätze dann heiß umkämpft. Laichbereite Männchen bauen aus Pflanzen- und Muschelteilen eine Höhle, die mit einem Nierensekret verklebt wird. Sobald diese fertig ist, versuchen sie, durch ihre auffällig rote Färbung ein Weibchen anzulocken. Zeigt eine Stichlingsdame Interesse, dirigiert es das Männchen in einem Zickzacktanz zum Nest. Wenn das Weibchen einen Teil ihrer Eier am Nestrand abgelegt hat, werden diese vom Männchen in das Nest gefächelt. Zur Befruchtung zwängt sich das Männchen nun komplett in das Nest und verlässt es auf der anderen Seite. Diese zweite Öffnung wird später wieder verschlossen. Bis zum Schlüpfen der Jungen wird das Nest bewacht und verteidigt. Regelmäßig wird sauerstoffreiches Wasser in die Höhle gefächelt. Mückenlarven, Schnecken und Krebse sind eine Bedrohung für den Nachwuchs und werden, wenn möglich, außer Reichweite gehalten. Flussbarsche werden zur Gefahr, sobald die Jungen das Nest verlassen. Sieben bis 10 Tage nach der Befruchtung schlüpfen die Jungen. Die ersten Tage verbringen sie im Nest. Zwei Wochen voller Stress machen die Männchen anfällig für Parasiten wie Fischegel und Karpfenläuse. Einige überleben diese Zeit nicht. Aber auch nicht jeder Nestbau und Eiablage bringt junge Stichlinge hervor. Selbst die eigene Art zerstört die Nester der Konkurrenz. Von den rund 20 Nestbauten, die ich von Mai bis Juli beobachtet habe, konnte ich nur bei einem einzigen junge Stichlinge finden.